Die unglaubliche Zivilisation des alten Ägypten dauerte länger als die gesamte Zeitspanne dessen, was wir als aufgezeichnete Geschichte akzeptieren, also nur ein paar tausend Jahre. Einige glauben, dass die alten Ägypter nach ihrer Zerstörung einen Teil des verlorenen Wissens über die Zivilisation von Atlantis geerbt haben. Es wird angenommen, dass die wenigen Überlebenden dieser einst technologisch äußerst fortschrittlichen Zivilisation Zuflucht in den Gebieten des Nildeltas fanden. Während dieser Jahrtausende entwickelten sich die alten Ägypter nicht nur technologisch, sondern auch spirituell, indem sie eine Vielzahl esoterischer Praktiken einführten, deren Bedeutung wir immer noch entschlüsseln. Das faszinierende spirituelle, esoterische und okkulte Wissen der alten Ägypter geht weit über das bloße Wissen hinaus, das wir heute haben. Es wird angenommen, dass ein großer Teil dieses Wissens tatsächlich von einem unglaublichen Wesen kanalisiert und von den alten Ägyptern weitergegeben wurde. Unbekannt, ob es sich um einen Menschen, einen Gott oder etwas völlig anderes handelte. Dieses Wesen wurde von den Ägyptern Thoth, von den Griechen Hermes Trismegistus und später von den Römern Merkur genannt. Es war bekannt, dass dieses mysteriöse Wesen im alten Ägypten lebte, bevor es als Gott verehrt wurde, und es gibt viele Geschichten über ihn, in denen behauptet wird, er könne Zugang zu höheren Bewusstseinsbereichen erlangen und universelle Informationen aus dem Akasha-Feld ableiten. Er war der erste große ägyptische Philosoph und Begründer der antiken mystischen Schulen. Thoth galt als derjenige, der uns die Schrift schenkte, Zahlen und die Kunst der Selbstkultivierung durch Werke des Bewusstseins. Es wird gesagt, dass er seine Weisheit in tiefen meditativen Trancen empfing und viele Bücher schrieb, darunter angeblich die Smaragdtafel, das Buch Thoth und den göttlichen Pymander. Es wird angenommen, dass das Buch Thoth die Geheimnisse des Universums und den Prozess enthüllt, der durch die Erweckung bestimmter Bereiche des Gehirns erreicht wird, die für den Durchschnittsmenschen inaktiv sind. Das Buch Thoth enthält geheimes Wissen über den Inkarnationsprozess, die mehrdimensionale Struktur des Universums und bietet tausende spiritueller und esoterischer Rituale, die einen starken Einfluss auf die physische Welt haben könnten. Es gibt auch viele dunkle und gefährliche Praktiken. Tatsächlich wird angenommen, dass der mächtige Fluch auf Tutanchamuns Grab auf der Grundlage dieses Wissens über das Buch Thoth geschaffen wurde. George Herbert, der Mann, der die Ausgrabung des Grabes von König Tut finanzierte, war der Erste, der dem Fluch erlag. Am 5. April 1923 riss er beim Rasieren versehentlich einen Mückenstich auf und starb kurz darauf an einer Blutvergiftung. Einen Monat später, am 16. Mai 1923, starb George J. Gould I., der ebenfalls das Grab besuchte, an einem mysteriösen Fieber. Einen Monat nach seinem Tod wurde der ägyptische Prinz Ali Kamel Fahmy Bey, der ebenfalls das Grab besuchte, von seiner eigenen Frau erschossen. Hugh Evelyn White, ein an der Ausgrabung beteiligter Archäologe, erhängte sich 1924 und hinterließ eine erschreckende Nachricht mit der Aufschrift: »Ich bin einem Fluch erlegen, der mich zum Verschwinden zwingt.« Im selben Jahr starb Sir Archibald Douglas Reed, der Mann, der Tutanchamuns Mumie geröntgt hatte, an einer mysteriösen Krankheit. Richard Bethel, der George Herberts Sekretär war und seinen Chef bei der Eröffnung des Grabes von König Tut begleitete, hielt es etwas länger aus. Er ist 1929 unter mysteriösen Umständen erstickt. Ein Jahr später nahm sich sein Vater das Leben. Insgesamt gab es mindestens 11 Todesfälle, die auf den Fluch zurückzuführen waren. Dies sollte Ihnen eine Vorstellung davon geben, wie mächtig das Buch Thoth und die darin beschriebenen geheimen Methoden tatsächlich sind. In den falschen Händen könnte das Buch Thoth sehr gefährlich sein. Und aus diesem Grund durften nur ägyptische Priester mit einer besonderen Ausbildung zusammen mit den Pharaonen Zugang zu Thoths heiligem Wissen erhalten. Es wird gesagt, dass Thoth all dieses Wissen durch die Praxis des Channelings erworben hat, bei dem es sich um eine psychische Verbindung zu Wesen aus höheren Dimensionen handelt, die im allumfassenden Informationsfeld existieren.
Wir leben in einem Energie- und Informationsfeld, das uns überall umgibt und dennoch für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar ist. Um diesen erweiterten Bewusstseinszustand zu erreichen, meditieren Channeler und Medien normalerweise und versuchen sich von weltlichen Einflüssen zu befreien und sich auf ein höheres Bewusstsein einzustimmen. Möglicherweise suchen sie eine Verbindung zu bestimmten Geistern der Toten oder werden scheinbar unaufgefordert von einer unbekannten Macht kontaktiert, die mit ihnen kommunizieren möchte. Auch wenn das für die moderne Gesellschaft völlig verrückt klingt, war das in der Antike nicht so. Auf jedem Kontinent wusste jede alte Kultur um diese Fähigkeit und jede Religion hatte eine Art Priester oder Schamanen, die sich auf die Kanalisierung, Vermittlung und Kommunikation mit dem Göttlichen spezialisierten. Von den Schamanen der amerikanischen Ureinwohner, die für ihre schamanischen Trancezustände berühmt sind, bis hin zu den ägyptischen Priestern, den keltischen Druiden und den Anhängern von Tengri, nutzten sie alle Channeling, um mit den Geistern zu kommunizieren. Die Verfolgung dieses verlorenen Wissens erfolgte erst nach dem Aufkommen monotheistischer Religionen wie dem Christentum und dem Islam, obwohl auch diesen beiden Religionen Fälle von Channeling, insbesondere der Kommunikation mit Gott, Engeln und Geistwesen zu finden sind, und zwar gerade durch die Propheten, die mit diesen höherdimensionalen Wesen kommuniziert haben. Menschen können nur bis zu 3 Dimensionen wahrnehmen, aber wir können theoretisieren, wie eine mögliche 4. oder 5. Dimension wirken könnte. Wenn wir zum Beispiel ein Blatt Papier nehmen und einen Menschen zeichnen, befindet sich der Mensch, den wir gezeichnet haben, in der 2. Dimension. Wir können diese zweidimensionale Welt sehen und wir können diesen Menschen in der 2. Dimension leben sehen. Aber wenn er am Leben wäre, und Wissenschaftler sagen übrigens, dass Leben in einem zweidimensionalen Universum möglich ist, könnte er uns nicht sehen, weil wir uns in der höheren 3. Dimension befinden, die für ihn nicht wahrnehmbar ist, genauso wie die 4. Dimension für uns nicht wahrnehmbar ist. Wenn wir unseren Finger auf das Blatt Papier legen würden, würden wir von unserer 3. Dimension aus mit der 2. Dimension interagieren. Und der Mensch könnte einen Splitter unseres Fingers sehen. Dies liegt daran, dass man sich in der zweidimensionalen Welt nur vorwärts und rückwärts oder von einer Seite zur anderen bewegen kann. Da gibt es keine Tiefe. Wenn es Wesen gibt, die in einer 4-dimensionalen Welt leben, könnten sie viel mehr sehen und wahrnehmen als das, was wir derzeit in unserer 3-dimensionalen Realität erleben. Ein Wesen aus der 4. Dimension hätte Zugang zu Informationen und Wissen, die weit über unser Verständnis hinausgehen. Wenn man bedenkt, dass alle Dimensionen miteinander verflochten sind, ist es wissenschaftlich möglich, dass ein Wesen der 3. Dimension eine Verbindung mit einem Wesen der 4. Dimension herstellt. Anscheinend stellte Thoth durch seine meditativen Trance-Bewusstseinszustände diesen Zusammenhang her und transformierte sein gesamtes erworbenes Wissen schriftlich. Es heißt, er habe tausende Bücher geschrieben. Für die Ägypter war sein Wissen so groß, dass sie ihn als Vermittler der Götter betrachteten. Und die Themen, die er aufdeckte, reichten von Medizin, Chemie, Recht, Kunst, Musik, Rhetorik, Philosophie, Geographie und vielem mehr. Und das waren nur die irdischen Aspekte, die er sich aneignete. Im Buch Thoth sind viele Praktiken, Rituale und esoterische Fähigkeiten beschrieben, die wir heute als paranormal oder einfach magisch bezeichnen würden. Einige davon waren die angebliche Fähigkeit, mit Tieren zu kommunizieren und sie sogar telepathisch zu beeinflussen. Die Pharaonen nutzten das Buch Thoth auch, um Macht über Tiere und Menschen zu erlangen. Es heißt, dass das mystische Buch Geheimnisse über die Kontrolle der natürlichen, aber unbekannten Funktionen unseres Körpers birgt. Kein Wunder, dass das berühmteste ägyptische Symbol, das Auge des Horus, auch Wadjet genannt, heimlich die Struktur des menschlichen Gehirns mit der Zirbeldrüse im Zentrum darstellt. Das Buch Thoth ist etwa 20.000 Jahre alt und die erste historische Erwähnung findet sich im Thoris-Papyrus, einem alten Manuskript, in dem die Namen der ägyptischen Pharaonen aufgeführt sind. Dieser alte Papyrus beschreibt von frühester Zeit bis zur Regierungszeit von Ramses II., wie mit dunkler Magie aus dem Buch Thoth ein Attentat auf das Leben des Pharaos verübt wurde. Magie war im täglichen Leben der alten Ägypter etwas völlig Natürliches.
Die richtige Definition von Magie ist einfach eine Wissenschaft, die wir noch nicht verstehen. Heka, die Magie der alten Ägypter, war kein Salontrick oder eine Illusion. Es war die Nutzung der Kräfte der Naturgesetze, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Für die Ägypter war eine Welt ohne Magie undenkbar. Fast jeder trug Amulette, um sich vor dunkler Magie zu schützen, und die damals hergestellten Amulette blieben bis etwa zum 5. Jahrhundert nach Christus in Gebrauch und wurden in der Neuzeit wiederbelebt. Heka-Magie ist nach wie vor eine der geheimnisvollsten und faszinierendsten magischen Praktiken der Welt. Magie war nicht das Einzige, was das Buch Thoth bot. Es enthielt auch detaillierte Informationen über verlorene und vergessene antike Zivilisationen, sowie die wahre Geschichte und die Ursprünge der Menschheit. Die Legende besagt, dass die Person, die den Inhalt des Buches liest, Wissen über parallele Realitäten und die Fülle an Dimensionen und Energien enthält, mit denen wir verbunden sind. Wenn Sie sich die Instrumente mit Toren im Buch Thoth ansehen, wird Ihre Seele die Codes verstehen und Ihr Bewusstsein zu den verschiedenen Dimensionen führen, die in den bereitgestellten Toren umrissen sind. Es wird Ihrem Bewusstsein Zugang zu sehr wünschenswerten Dimensionen verschaffen, die es braucht, um sich zu entwickeln. Seelenevolution ist mehr als nur Bücher lesen, meditieren und richtig essen. Es beinhaltet auch die koordinierte Praxis, Ihr Bewusstsein in immer höhere Zustände zu versetzen, die es letztendlich so weit anheben, dass es nicht mehr in niedrigen Dimensionen inkarnieren kann. Das Buch Thoth gibt Ihnen die Möglichkeit dazu. Niemand weiß, wo sich das Buch jetzt befindet oder ob es überhaupt echt ist. Aber es gibt eine alte Legende, die bereits zur Zeit der Ptolemäer in Ägypten erzählt wurde, die besagt, dass das Buch ursprünglich auf dem Grund des Nils in der Nähe von Koptos versteckt war, wo es an einer Reihe silberner und goldener Kästen eingeschlossen und von Schlangen bewacht wurde. Der tapfere ägyptische Prinz Neferkapta, der Sohn des Pharaos, beschloss es zurückzugewinnen. Er kämpfte gegen die Schlangen und konnte es zurückholen. Aber als Strafe für seinen Diebstahl aus Thoth starben seine Frau Avere und sein Sohn Merab. Neferkapta beging schließlich Selbstmord und soll zusammen mit dem Buch beigesetzt und sein Grab für die Ewigkeit versiegelt worden sein. Wir können nicht sicher wissen, ob das Buch echt war oder nicht, aber die Suche danach hört bis heute nicht auf. Tatsächlich gab es im Mittelalter harte Verfolgungen für diejenigen, die nach den Geheimnissen des Buches Thoth suchten. Die spanische Inquisition war besonders düster. Es genügte nur über das Buch Thoth zu sprechen und schon folgte ein gnadenloses Urteil. Viele, die es finden wollten, wurden brutal hingerichtet. Das Buch Thoth ist seit Tausenden von Jahren verschollen von dieser Welt. Aber wenn wir es eines Tages finden, würde es uns vielleicht helfen, zu höheren, weiterentwickelten Wesen heranzuwachsen. Teilen Sie uns Ihre Meinung zu diesem mystischen Buch mit und sagen Sie uns, was würden Sie tun, wenn Sie seine Geheimnisse besäßen?